Die Stadt Laurel im Yellowstone County, Montana, ist vielen als malerische ländliche Gegend mit vielen Wanderwegen, Campingplätzen und Seen am Stadtrand sowie einer belebten, lebhaften Innenstadt bekannt, in der immer etwas los ist. In der Stadt finden häufig Paraden und Feste statt, und bei einem Bummel durch die Straßen kann man interessante Geschäfte und gute Restaurants entdecken und die freundliche Atmosphäre der Einwohner genießen. Die Stadt hat etwa 7.000 Einwohner und dazu gehört auch die 57-jährige Lori Bray. Lori arbeitete in einem der örtlichen Casinos und lebte offenbar ein friedliches und ruhiges Leben. Sie bevorzugte ein zurückgezogenes Leben und verbrachte ihre Tage in ihrem Haus nur mit ihren Hunden Mac und Nikki. Loris Familie war wirklich groß. Sie hatte einen Sohn Justin, mit dem sie jeden Tag sprach, 5 Enkelkinder, viele Geschwister und 8 Nichten und Neffen. Lori hatte eine große Liebe zu Tieren, insbesondere zu Hunden. Sie spendete oft Geld an Rettungszentren und Organisationen, die sich dafür einsetzten, neue liebevolle Besitzer für Hunde zu finden, und war auch als Pflegeperson tätig. Ihre Chefin und ehemalige Mitbewohnerin Kathy sagte, Lori sei wahrscheinlich der süßeste, freundlichste und sanfteste Mensch auf der Welt gewesen. Sie sagte, Lori habe eine sanfte Stimme, eine wunderbare Persönlichkeit und ein einladendes Lächeln. Sie half jedem gerne und war jemand, an den sich die Menschen immer wenden konnten. Ihr Sohn Justin sagte, dass es manchmal ein zweischneidiges Schwert sein konnte und dass sie zu viel Vertrauen in die Menschen hatte, da sie nie das Schlechte in jemandem sah, selbst wenn dieser Grund zum Zweifeln gab. Der 30. September 2019 war ein ganz gewöhnlicher Tag. Lori arbeitete in der Abendschicht im Cedar Ridge Casino und kurz vor Mitternacht beendete sie ihre Arbeit, schloss alles ab und ging direkt nach Hause. Ein paar Stunden später, am 1. Oktober um 8:31 Uhr, geschah etwas Schreckliches. In Loris Casino bemerkte man, dass die Frau bereits sehr spät zu ihrer Schicht kam, ohne dass sie vorher angekündigt hatte, dass sie sich verspäten oder gar nicht erscheinen würde. Zur gleichen Zeit fuhr ihre Chefin Kathy selbst auf einer leeren und abgelegenen Straße zur Arbeit, die kilometerweit nichts als Felder aufwies. Plötzlich sah sie etwas, das ihr wie Loris Auto vorkam. Es war in einem merkwürdigen Winkel an einer Kreuzung geparkt, und es sah nicht so aus, als ob jemand darin saß. Lori wohnte nicht einmal annähernd in dieser Gegend, und da es in der Nähe keine Geschäfte oder andere Häuser gab, machte es keinen Sinn, dass sie oder ihr Auto dort waren. Kathy hielt an, ging aber nicht in die Nähe von Loris Auto, sondern beschloss, Justin anzurufen. Sie bat ihn, zum Haus seiner Mutter zu fahren und fragte sich, ob sie wegen etwas in Panik geraten war. Zu diesem Zeitpunkt wusste Kathy noch nicht, dass auch Justin an diesem Morgen gespürt hatte, dass etwas nicht stimmte. Er hatte seinen üblichen morgendlichen Anruf von seiner Mutter nicht erhalten, und das kam ihm seltsam vor. Justin machte sich auf den Weg zu ihrem Haus und läutete unterwegs ihr Telefon, aber die Stille war ohrenbetäubend. Als er dort ankam, bemerkte er, dass ihr Auto nicht vor dem Haus geparkt war, was den Knoten in seinem Magen noch fester werden ließ. Er ging hinein und stellte erschrocken fest, dass ihre beiden Hunde, Macca und Mickey, unbeaufsichtigt und offensichtlich hungrig waren, was seine Mutter niemals zulassen würde. Als er sich in ihrem Haus umsah, fand er nichts. Ihr Bett war ordentlich gemacht. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Lori heute Morgen gefrühstückt hatte. Alles schien unheimlich ruhig. Es war zwar durchaus möglich, dass Lori das Bett gemacht und alles abgewaschen hatte, bevor sie ging, aber es sah eher so aus, als wäre sie seit gestern Abend nicht mehr nach Hause gekommen. Er rief Kathy zurück und die beiden vereinbarten, gemeinsam nach dem Auto zu sehen. Justin bestätigte sofort, dass es sich um die 2003 Chrysler-Limousine seiner Mutter handelte. Das Schiebedach war offen, die Fahrbarkeitsanzeige war kaputt und auf dem Boden unter den Rücksitzen fand Justin Loris Handtasche und ihr iPhone lag ebenfalls auf dem Boden und leuchtete auf, wenn es Anrufe erhielt. Obwohl Justin das Auto öffnen und starten wollte, hatte er nach genauerem Hinsehen das Gefühl, dass dies eine Aufgabe für die Polizei war und für niemanden sonst, also beschlossen sie, den Notruf zu wählen. Als die Polizei am Tatort eintraf und Loris Auto untersuchte, fanden sie Blutflecken, die mehr als die Hälfte des Rücksitzes bedeckten, sowie einen schlammigen Stiefelabdruck über der Beifahrertür. Außerdem fanden sie Loris Kleidung überall verstreut, einschließlich ihrer Unterwäsche, die beschädigt aussah, als wäre sie gewaltsam entfernt worden. Die Haken an ihrem BH waren verbogen, und auf einigen ihrer Kleidungsstücke befand sich ebenfalls Blut.
Alles deutete darauf hin, dass ein brutales Verbrechen stattgefunden hatte. Lori Bray wurde nun als vermisst gemeldet. Schnell wurde eine große Suchaktion organisiert. Viele Menschen in der Stadt kannten sie und wollten helfen. Ihre Freunde begannen, in den sozialen Medien zu posten, und eine Person schrieb: Sie würde ihre Hunde nie verlassen. Es ist ihre Welt, und jemand wird wohl etwas wissen. Selbst kleine Hinweise werden in diesem Fall helfen. Ich bitte alle, dafür zu beten, dass sie gesund und munter gefunden wird. Die Menschen begannen auch, ihre eigenen Suchtrupps zu organisieren, und alle gingen auf die Straße, um nach Lori zu suchen. Der Fall erregte sofort die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit, weil es so ungewöhnlich war, dass so etwas in dieser Gegend passierte. Die Gegend, in der ihr Auto gefunden wurde, war mit Gras überwuchert und schlammig, und die Felder schienen sich endlos zu erstrecken, so dass es unglaublich schwierig war, an einem solchen Ort Beweise zu finden. In den Nachrichten wurde sofort gezeigt, wie eine Reihe von Freunden, Freiwilligen und Polizeibeamten das Feld nördlich von Lovell durchsuchten, um etwas zu finden, das sie zu Lori Bray führen würde. Darin wurde auch erwähnt, dass sie zuletzt am Dienstagabend gesehen wurde, als sie ihre Arbeit verließ. Deputy David Jay sagte in einem Interview: Es geschah alles an der Kreuzung Buffalo Tree Road und Laurel Airport Road, in der Nähe des Friedhofs. Angehörige und Freunde der vermissten Frau machten sich um 10 Uhr mit 670 Personen auf die Suche, so Sheriff Mike Linder. Linder sagte, dass sie das Gebiet, in dem Loris Auto gefunden wurde, unter die Lupe nehmen. Wir konnten keine Hinweise finden und verstehen nicht, warum es dort stand, und unser Hauptanliegen ist jetzt, die Frau zu finden und ihr zu helfen. Er sagte auch, dass das Auto bereits am Vortag auf einer Patrouille aufgefallen war, aber damals konnten sie den Besitzer nicht ausfindig machen und ließen es unbeaufsichtigt. Die Polizei beschloss auch, technische Aspekte in die Ermittlungen einzubeziehen. Sie begannen sofort mit der Verfolgung von Loris Telefongesprächen und dergleichen sowie mit der Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbefehle. Linder fügte hinzu, dass sie bereits den größten Teil des Gebietes abgesucht haben und nun auf neue Informationen warten werden. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die ohnehin schon schwierige Durchsuchung des Geländes fast unmöglich, sodass die Polizei die Freiwilligen aufforderte, sich zu entfernen, was diese nur sehr widerwillig taten. Die Polizei bat Kathy um das Videomaterial aus dem Casino, das sie zur Verfügung stellte, mitsamt der Namen der meisten Personen und ihrer Kontaktdaten, damit die Polizei sie befragen konnte. Es stellte sich heraus, dass Lori in der Nacht, in der sie zum letzten Mal gesehen wurde, das Casino wie üblich schloss, die Vorräte auffüllte und aufräumte. 2 Frauen sprachen sie an der Bar kurz an und Kathy sagte, sie kenne sie seien Stammgäste. Dann tauchte ein weiterer Mann auf, der mit einer der Frauen zusammenarbeitete. Kathy sagte, sein Name sei Diego Hernandez. Diego bestellte ein Getränk und Lori bat darum, seinen Ausweis zu überprüfen, bevor sie ihn bediente. Einige Minuten später zeigte Lori auf die Uhr, was bedeutete, dass das Casino schloss und er gehen musste. Es kam zu einem kurzen Gespräch, nachdem Lori ihre Arbeit fortsetzte, um das Casino zu schließen. Um 23:20 Uhr packte Lori ihre Tasche, schloss die Tür ab und ging hinaus. Das Casino war bereits geschlossen und ihr Auto stand direkt vor den Türen. Sie ging kurz zurück, offenbar um mit jemandem zu sprechen, bevor sie in ihr Auto stieg, aber im Auto neben ihr saß noch eine andere Person. Diese Person war Diego, was die Polizei schnell feststellte. Als er auf den Beifahrersitz stieg, war keine Menschenseele in der Nähe. Die Ermittler mussten herausfinden, warum er mit ihr weggefahren war und ob er in dieser Nacht etwas gesehen oder gehört hatte, zum Beispiel einen anderen Kunden, der sich kurz vor Mitternacht am 1. Oktober verspätet oder seltsam verhalten hatte. Diego Hernandez wurde an seiner Adresse angetroffen und bestätigte, dass er derjenige war, der auf den Kameras zu sehen war, und dass Lori ihm freundlicherweise angeboten hatte, ihn nach Hause zu fahren, nachdem sie sich im Casino unterhalten hatten. Er sagte, er sei nur ins Casino gegangen, weil er dort kostenlosen Alkohol bekommen konnte. Er kam gegen 21 Uhr an und blieb ein paar Stunden dort, benutzte ein paar Automaten und unterhielt sich mit ein paar Leuten. Diego sagte, Lori habe ihn zu Hause abgesetzt, er habe sich verabschiedet, sie umarmt und sei dann zu einem Freund gegangen, um den Abend fortzusetzen. Er sagte, er habe Lori nicht mehr gesehen, seit sie gegangen war. Es war nur eine flüchtige Begegnung und eine freundliche Geste der Frau. Die Beamten glaubten Diegos Worten nicht und konnten seinen Zustand nicht übersehen. Sein ganzes Gesicht war mit frischen Kratzern übersät. Ein Beamter fragte nach und meinte,
Es sähe aus, als ob sich jemand gegen ihn gewehrt hätte, und das sähe ein wenig verdächtig aus. Doch Diego sagte, die Kratzer seien 2 Tage zuvor entstanden, als er sich nach dem Besuch eines Stripclubs mit einem Freund namens Nick geprügelt habe. Diego fügte hinzu, dass Nick Ringe trug und dass diese die Schnitte hinterließen, als er geschlagen wurde. Während des Verhörs wirkte Diego ruhig und zuversichtlich. Nichts deutete darauf hin, dass der Mann bei seiner Aussage log. Das war das Ende des Verhörs und die Polizei ging. Die Polizei fand Nick. Er gab zu, dass sie ein Handgemenge in seinem Auto hatten. Er sagte, dass Diego plötzlich anfing auszuflippen. Nick sagte, dass er Diego an einem Punkt am Kopf gepackt habe, bevor er ihn aus dem Auto stieß. Aber er fügte hinzu, dass er keine Kratzer verursacht habe und er schockiert war, als er den Zustand seines Gesichts sah. Nick hatte keinen Grund, die Beamten anzulügen, da er den Streit bereits zugegeben hatte und die Kratzer nichts mit dem Vorfall zu tun hatten. Obwohl sich Nicks Geschichte mit der von Diego überschnitt, hatte die Polizei keine andere Theorie als Diegos Beteiligung an dem Verbrechen. Diego war immer noch die letzte bekannte Person, die mit Lori zusammen war und war nach eigenen Angaben in ihrem Auto. Die Kamera von Caders Casino konnte nicht bestätigen, ob er zu diesem Zeitpunkt Kratzer im Gesicht hatte, aber zusätzliche Aufnahmen aus einer anderen Bar, die nur wenige Stunden zuvor gemacht worden waren, zeigten, dass er überhaupt keine Kratzer im Gesicht hatte. In den frühen Morgenstunden des 2. Oktober rückte das Suchteam mit neuen Kräften aus. Und die Suche wurde den ganzen Tag über fortgesetzt. Um 19:30 Uhr erhielten die Ermittler den Anruf, den sie erwartet hatten. Ein Mann war mit seinem Quad in einem Waldgebiet unterwegs, als er eine grausige Entdeckung machte. Er fand die Leiche einer Frau, die nackt auf dem Boden lag. Er brauchte nicht näher heranzugehen, um zu erkennen, dass sie schwer misshandelt worden und bereits tot war. Die Polizei war sich sicher, dass sie genau wusste, wer es gewesen sein könnte, gab aber keine Erklärung ab. Noch am selben Abend meldeten die Medien, dass die Leiche der Frau gefunden worden sei, dass die Polizei aber nie die Identität der Ermordeten bestätigt habe. Obwohl die Suche nach Lori Bray sofort nach Bekanntwerden der Nachricht abgebrochen wurde, erfuhr die Öffentlichkeit, dass zahlreiche Beamte und Gerichtsmediziner am Fundort der Leiche tätig waren, und die Identität der ermordeten Frau wurde bald bestätigt. Die Polizei fand die Leiche von Lori Bray knapp 2 Meilen von der Stelle entfernt, an der sie ihr Auto stehen gelassen hatte. Sie lag völlig nackt und in Fötusstellung auf dem Grund eines Grabens. Sie war mit Schürfwunden und Prellungen übersät, hatte Blut im Haar und Schwellungen um beide Augen, eine geschwollene Lippe und mehrere gebrochene Rippen. Später wurde festgestellt, dass sie einen Tod durch Strangulation erlitt, aber der Gerichtsmediziner stellte fest, dass auch stumpfe Gewalteinwirkungen im Gesicht vorgenommen wurden. Es wurde bestätigt, dass Lori sexuell missbraucht worden war. Doch trotz der Verletzungen und des großen Blutverlusts wurde kein Sperma gefunden. Einige Spuren an ihrem Körper deuteten darauf hin, dass sie entweder den Hügel hinuntergeschleift oder gestoßen worden war, aber nicht, dass sie dort getötet worden war. Die Ermittler wussten nun, dass Lori wahrscheinlich in ihrem eigenen Auto getötet und dann dorthin gebracht worden war. Neben ihrer Leiche lag ihre kleine Kreuzhalskette und daneben befand sich ein ziemlich deutlicher Stiefelabdruck, der mit dem in Loris Auto gefundenen Abdruck übereinzustimmen schien. Der Zustand von Loris Leiche, in dem sie gefunden wurde, war schockierend. Die Beamten sagten, das Ausmaß an Gewalt und Brutalität sei erschütternd und stellten fest, dass derjenige, der dies getan hatte, einfach ein Monster war. Kollegen und Freunde waren ratlos, wer so etwas getan haben könnte. Sie sagten, Lori sei bei den Stammgästen beliebt gewesen und habe in der Gemeinde einen guten Ruf gehabt, und sie habe nie etwas von Problemen erzählt. Die Polizei erhielt zwar einige weitere potenzielle Hinweise, als sich herausstellte, dass sie in der Vergangenheit in missbräuchliche und kontrollierende Beziehungen verwickelt gewesen war, und vielleicht hätten diese Männer überprüft werden sollen, aber Loris frühere Partner wurden aus verschiedenen Gründen als Verdächtige ausgeschlossen. Unter den Einheimischen machte sich Angst breit. Jeder befürchtete, dass noch immer ein gewalttätiger Verbrecher durch die Straßen von Laurel laufen könnte. Einer der Einwohner meinte sogar, dass Loris Tod das Leben in dieser Stadt ernsthaft beeinträchtigen könnte. Dennoch schoben alle ihre Sorgen beiseite, um für Loris Familie und Freunde zusammenzukommen und Geld zu sammeln, um zu helfen, um sich um ihre Hunde zu kümmern, Justin zu unterstützen und Geld für die Beerdigungskosten zu spenden. Die Polizei konnte mehrere Orte finden,
an denen Loris Telefon zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens klingelte. Einmal rief sie von ihrem Auto aus an, während sie sich in der Nähe des Casinos aufhielt, ein anderes Mal von dem Ort aus, an dem ihre Leiche gefunden wurde, und ein weiteres Mal in der Nähe von Diegos Haus. Die Anrufe aus Diegos Haus und der Umgebung wurden kurz vor dem Auffinden der Leiche getätigt. Zu diesem Zeitpunkt hätte sie bereits tot sein müssen. Dies war ein ziemlich starkes Beweisstück gegen Diego. Noch interessanter ist, dass Diego ein paar Stunden vor dem Besuch des Casinos in einer anderen Bar war. Er verbrachte den Abend damit, beliebige Frauen zu drängen, ihn nach Hause zu fahren, darunter auch die Dame, die hinter der Bar arbeitete. Sie weigerte sich mehrmals und sagte, sie fühle sich durch sein aufdringliches Verhalten sehr unwohl. Am 4. Oktober vollstreckten die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl in Diegos Wohnung. Sie stellten die Kleidung sicher, die er an diesem Abend getragen hatte. Einige davon sahen aus, als wären sie gebleicht oder frisch gewaschen, was sofort auffiel, da sein Zimmer voller schmutziger Wäsche war. Außerdem fand die Polizei ein paar durchnässte Nike-Turnschuhe, die ebenfalls gerade gewaschen worden waren. Der Abdruck auf diesen Turnschuhen passte zu dem Abdruck, der in Loris Auto und neben ihrer Leiche gefunden wurde. Die Ermittler begannen, Diegos Telefon zu durchsuchen, und es stellte sich heraus, dass er nur wenige Stunden nach Loris Ermordung einige interessante Internetrecherchen zu den Themen wie lange dauern Ermittlungen, wie lange halten FBI-Namen und gibt es eine Frist, bis zu der ein Fall als ungelöst gilt und die Suche eingestellt wird, durchgeführt hatte. Diego ging auf die Polizeiwache, gab eine DNA-Probe ab und änderte dann seine vorherige Aussage. Er sagte, er und Lori hätten einige Zeit zusammen im Auto verbracht, sich unterhalten und ein gutes Verhältnis gehabt. Danach rauchten sie ein paar Zigaretten, bevor sie vor seinem Haus Sex hatten, aber er schwor, dass er sie danach nie wieder gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei noch nicht genügend Beweise, um ihn festzunehmen, so dass er nicht inhaftiert wurde und nach Hause gehen durfte. Aber schon bald waren alle Tests abgeschlossen und danach konnten sie Anklage erheben. Diegos DNA stimmte mit der DNA überein, die auf Loris Körper und unter ihren Fingernägeln gefunden wurde. Diego wurde erneut vorgeladen und änderte seine Geschichte ein letztes Mal. Er behauptete nun, dass er und Lori tatsächlich seit über einem Jahr eine Beziehung hatten und diese nur geheim hielten. Deshalb habe er auch so viel gelogen. Er gab an, Lori habe ihn gebeten, ihre Beziehung geheim zu halten, damit niemand davon erfährt, und er wisse nicht, wie er das erklären soll. Die Polizei untersuchte jedoch Loris Telefonaufzeichnungen über einen Zeitraum von einem Jahr vor ihrem Tod, und es gab keinen Hinweis darauf, dass sie jemals miteinander gesprochen hatten. Dies wurde durch die Kameras des Casinos bestätigt, die aufzeichneten, wie Lori ihn nach seinem Ausweis fragte und mit ihm sprach, um ihm dann zu sagen, dass sie schließen würden. Bis zu dieser Nacht hatten sich ihre Telefone nie an denselben Orten befunden und sie hatten einander nie angerufen. Am 8. Oktober wurde der 22-jährige Diego Hernandez gegen 20 Uhr in seinem Haus in Laurel festgenommen und wegen Mordes an Lori Bray in die Justizvollzugsanstalt von Yellowstone County eingeliefert. 2 Tage später wurde er wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Dies war ein echter Schock für alle in diesem Bezirk. Diego war gut bekannt und wurde von allen gemocht. Er schien immer höflich, freundlich und ziemlich ruhig zu sein. Auch seine Freunde sagten, er sei bodenständig und aufrichtig, und seine Tat überraschte sie. Die Polizei ging davon aus, dass Lori ihm angesichts der Videoaufzeichnungen, die zeigten, dass er freiwillig zu ihm ins Auto stieg und seiner früheren Nötigung angeboten hatte, ihn nach Hause zu fahren, wie er ursprünglich gesagt hatte, wahrscheinlich aus Mitleid mit ihm, da es schon spät war. Vor Diegos Haus versuchte er wahrscheinlich, die Frau zu misshandeln, aber sie wehrte sich. Loris Kraft reichte nicht aus, und Diego führte die beabsichtigte Tat aus, wobei er sein Opfer schlug und erwürgte. Der Grund, warum er behauptete, das Paar habe einvernehmlichen Sex gehabt, war, dass er wusste, dass die Polizei die Verbindung herstellen würde, sobald seine DNA entnommen würde. Also beschloss er, seine Aussage zu ändern. Der Staatsanwalt sagte, das Ausmaß der Gewalt und Brutalität, der Lori Bray ausgesetzt war, sei unvorstellbar. Er sagte, ihr Tod sei brutal und entsetzlich gewesen, und sobald weitere Beweise gegen Diego gefunden würden, könnten weitere Anklagen erhoben werden. Diego hat seine Taten nie gestanden und leugnete weiterhin, dass er der Frau etwas angetan hat. Als sich Gerüchte über eine Verhaftung verbreiteten, wurde eine Gedenkfeier für Lori in ihrem Lieblingspark abgehalten,
wo sie mit ihren Hunden spazieren ging. Es wurden weiterhin Wohltätigkeitsveranstaltungen abgehalten, wobei das gesamte Geld an Wohltätigkeitsorganisationen ging, denen Laurie einst sehr geholfen hatte. Bei einer der Spendenaktionen beschrieben viele Menschen Bray als eine freundliche, liebevolle Frau, die alles tat, um ihren Freunden zu helfen. Einige in der Menge trugen ein Banner mit der Aufschrift »Laurie wird geliebt« und einige trugen lila T-Shirts mit der Aufschrift »Wir werden dich immer lieben«. Christy Salbinson war seit 3 Jahren Lauries engste Nachbarin. Sie hatte keine Ahnung, dass es in Bray so viele Menschen gibt, die sich um sie sorgen. Christy verriet: Als ich das alles sah, wurde mir klar, dass jeder in der Stadt Laurie kannte und liebte. Sie war ein großartiger Mensch, der bereit war, alles, was er hatte, für andere zu opfern. Seit dieser Tragödie ist unsere Stadt noch stärker zusammengewachsen. Und heute sind wir alle hier, um zum Gedenken an Laurie Kerzen anzuzünden. Diego Hernandez plädierte auf »nicht schuldig« und der heute 24-jährige Mann muss sich im März 2021 vor Gericht verantworten. Er beharrte auf seiner Unschuld und behauptete weiterhin, das Paar habe eine geheime Beziehung gehabt, was die Familie und Freunde von Laurie wütend machte, da sie es für eine dreiste Lüge hielten. In seinen Eröffnungsplädoyers wies Diegos Verteidiger darauf hin, dass Lauries verlassenes Auto möglicherweise gestört oder verunreinigt war, bevor es von den Strafverfolgungsbehörden durchsucht wurde, sodass die gefundenen Beweise in Frage gestellt werden mussten. Der Anwalt erklärte auch, dass in ihrem Körper Methadon gefunden wurde, für das sie kein Rezept besaß. Sie stellten die Hypothese auf, dass sie ihre Beziehung zu Diego leicht verbergen konnte, wenn sie Methadon nahm und es niemandem sagte. Die Staatsanwaltschaft hielt diese Theorie für lächerlich und unsinnig. Die Staatsanwaltschaft hatte stichhaltige Argumente gegen diese Behauptung und forderte DNA- und Forensikexperten als Zeugen an. Die Staatsanwaltschaft konnte Dutzende von Fotos, Zeugenaussagen, die Diego mit seinem Opfer in Verbindung brachten, sowie physische Beweise in Form von Polstern vom Rücksitz von Lauries Auto und DNA-Tests vorlegen, die zeigten, dass Diegos DNA unter ihren Fingernägeln gefunden wurde. Hernandez' Anwälte versuchten, die DNA-Beweise zu entkräften, indem sie das Verfahren des Kriminallabors in Frage stellten und darauf hinwiesen, dass Wiederholungstests nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Troy Shabana vom Büro des Sheriffs nutzte Daten von Verizon Wireless, um festzustellen, wo sich Brays Telefon in der Nacht des 1. Oktobers befand. RTT steht für Range to Tower, Reichweite bis zum Turm, und wird vom Betreiber verwendet, um Mobilfunkmasten mit Handys zu verbinden und deren Standort zu bestimmen. Er konnte auch den Nachweis erbringen, dass die Technologie funktioniert. Der Experte für die Analyse der Geolokalisierung von Mobiltelefonen, Michael Fagley, hat ebenfalls ähnliche Ergebnisse erzielt. Er erstellte eine Videopräsentation mit Google Earth, die ebenfalls zeigt, wo sich Brays Handy am Morgen des 1. Oktober befand. Diese Daten zeigten, dass das Telefon bereits am Tatort war, als Diego angeblich noch bei Laurie war. Die Daten, die von Hernandez' Telefon gesammelt wurden, enthielten keine nützlichen Informationen für die Ermittler. Shabana vermutet, dass Hernandez' Mobiltelefonverbindung unterbrochen wurde, bevor er Bray kontaktierte. Es wurde eine Liste von Brays Telefonaufzeichnungen beschafft, aus der hervorging, dass Laurie Bray und Hernandez im Jahr vor dem Mord keinen Kontakt durch Textnachrichten oder Anrufe hatten. Den Geschworenen wurden auch Fotos von Kratzern in Diegos Gesicht und Fotos von Lauries Zustand zum Zeitpunkt der Entdeckung gezeigt. Diese Bilder waren zu schockierend für das Fernsehen und wurden nie ausgestrahlt. Die Geschworenen waren sich einig, dass Laurie in dieser Nacht keine Chance hatte. Die Ermittler sagten, dass die DNA, die in Lauries Auto, auf ihrer Kleidung und unter ihren Fingernägeln gefunden wurde, zu Diego gehörte. Sie bestätigten auch, dass die in seinem Haus gefundene Hose nur wenige Stunden nach Lauries Tod gebleicht wurde. Es gab auch einen klaren Zeitplan, wann Diego in der Nähe der Verstorbenen war. Nach mehreren Tagen, in denen beide Seiten ihre Argumente vortrugen, und nach nur 2 Stunden Beratung kamen die Geschworenen zu einem Urteil. Sie befanden Diego einstimmig des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Vor der Urteilsverkündung bat er selbst um eine Aussage, woraufhin die Ereignisse eine unerwartete Wendung nahmen. Der Mann, der alles über die Gewalttat geleugnet hatte, saß nun seit über einem Jahr da und sagte: „Ich habe es getan. Ich habe Laurie getötet." Das Publikum war fassungslos und der Richter stellte fest, dass er in seiner 40-jährigen Laufbahn so etwas noch nie erlebt hatte. Diego Hernandez wurde an diesem Tag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt,
die mindestens 35 Jahre betragen muss, bevor er in Berufung gehen kann. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob er Berufung einlegen will oder nicht. Der Fall hat viele Menschen zutiefst betroffen, sowohl diejenigen, die sie gut kannten, als auch diejenigen, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Die Bewohner empfanden ein kollektives Gefühl des Verlustes. Ein Bewohner sagte, dass sich die Nähe und Sicherheit, die alle vor dem Vorfall empfunden hatten, dadurch stark verändert habe. Sie alle hatten einen ganz besonderen Menschen verloren. Katja sagte, Laurie war einfach eine sehr sanfte, liebevolle Seele, und egal was jemand tat, sie sah nur das Gute im Menschen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.